Ja, grüßt euch Leute. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wir haben heute mal ein richtiges Special für euch am Start, und zwar möchten wir euch mal was Neues vorstellen. Eigentlich eher so was für alle, die mit Solana bzw. im Solana-Bereich aktiv sind, wirklich sehr wichtig und wahrscheinlich auch extrem interessant sein wird. Und wir haben auch schon zugeschlagen, was das angeht. Von daher möchte ich es euch halt eben einfach mal zeigen. Ja, und zwar geht es heute darum, ich möchte euch eine neue Smartwatch zeigen, also eine Smartwatch, die Solana gepowert ist und sogar mit ein bisschen AI, also das heißt künstliche Intelligenz. Es geht wirklich um eine Smartwatch. Die sieht richtig gut aus, hat wirklich extrem viele Features, powered bei Solana mit Airdrops und so weiter. Aber die Einzelheiten gucken wir uns jetzt natürlich an. Ja, ich befinde mich gerade auf der Seite show.watch. Das heißt, hier kann man die Smartwatch auch bestellen. Die wird halt eben erst Anfang nächsten Jahres geliefert. Ist alles Pre-Order aktuell. Von daher das vorab. Wir gucken uns die Details auch gleich nochmal an. Ja, genau. Worum geht's? Ihr seht es hier. Das ist quasi die neue Smartwatch. Showtime heißt die Smartwatch. Basierend natürlich auf Solana. Da habe ich ja schon mal erwähnt. Es geht halt eben hier um Digitalisierung. DePIN kennt ihr, ist ja in unserem Kanal mehr oder minder so das Top-Thema. Hier ist ein neuer Snapdragon W5 Plus Chip verbaut, um halt eben eine künstliche Intelligenz herbeizuzaubern, in Anführungsstrichen, beziehungsweise auch zu nutzen. Ja, Wasser- und Staubschutz, das ist klar, jede Smartwatch sollte halt eben auch das in einem gewissen Format mitbringen. Hier seht ihr nochmal die ganzen Highlights, sozusagen Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Herzfrequenzkompass, Barometer. Ich glaube, das sind die Blutsauerstoffsensoren oder sowas in der Richtung. Bin kein Arzt, deswegen kenne ich mich da auch nicht so aus. Genau, Mehrleistung durch KI. Showtime geht über die Funktion herkömmliche Smartwatch hinaus und bietet beispielsweise personale KI-Unterstützung. Das heißt, ihr werdet bei eurem Training unter anderem mit KI unterstützt. Das heißt, damit ihr euer Training auch ähm, quasi effektiver gestaltet. Ja, es gibt natürlich extrem coole Features, wenn sich quasi Showtime-Watches Besitzer treffen. Man kann ein bisschen challengen. Es gibt sogar Airdrops, wenn sich Leute treffen, die die gleiche Uhr haben, sozusagen. Das finde halt eben ich relativ interessant. Und Datenschutz ganz klar, oberste Stelle. Kennen wir, ist aber überall so. Das heißt, hier muss man sich auch letztendlich keine Gedanken machen. Ja, ich habe noch ein paar fortführende Informationen für euch und ich denke, wir schauen uns das einfach mal an. Und zwar habe ich hier nochmal einen One-Pager für euch vorbereitet. Das sind Informationen, die nur ihr letztendlich zu sehen bekommt, niemand anderes. Das ist exklusives Material. Hier wird auch nochmal das Ganze letztendlich erklärt. Das heißt, wir sind hier im AI-Bereich unterwegs. Ja, ihr seht hier quasi, ihr könnt sammeln, analysieren, spielen, Rewards. Das heißt, hier ist es auch nochmal, ihr bekommt Rewards, wenn ihr untereinander euch challenge zum Beispiel. Und hier kommen wir nochmal zu so einem Bereich, den ich wirklich extrem cool finde. Ich meine, es ist letztendlich nichts Neues, aber es ist halt eben irgendwie doch schon cool. Das heißt, durch diverse Gestensteuerung, ihr seht zum Beispiel hier oder hier könnt ihr zum Beispiel handeln. Das heißt, mit euren Solanas habt ihr durch die Gesten die Möglichkeit zu handeln. Ja, oder was ich halt eben auch cool finde, quasi die Brofist. Das heißt, wenn sich zwei Smartwatch-Träger treffen mit dem Brofist, werden automatisch die Kontaktdaten übertragen. Ich meine, das gibt es ja bei iPhone schon, wenn man die Telefone aneinander hält, oder im Android-Bereich gibt es das auch schon. Von daher nichts Neues, aber dann doch irgendwie cool. Und das finde ich auch ein echt cooles Feature. Das heißt, um den Airdrop zu bekommen, einfach handheben und ihr bekommt halt eben einen Airdrop. Airdrop ist auch hier nochmal so ein spezielles Thema, weil hier ist quasi Bonk mit an Bord. Das heißt, ihr werdet wenigstens, ich sag's mal so, ein bis zwei oder drei Airdrops letztendlich bekommen. Es wird aber wahrscheinlich mehr. Und ich möchte fast behaupten, dass sich eventuell die Smartwatch auch von selbst bezahlt. Relativ günstig ist diese Smartwatch nicht. Preistechnisch gucken wir uns natürlich auch gleich nochmal an. Genau, hier haben wir nochmal den Snapdragon. Das ist quasi der Prozessor, der halt in dem Gerät verbaut ist. Hier seht ihr nochmal ein Bild letztendlich von der Smartwatch. Hier nochmal die Roadmap. Das heißt, aktuell befinden wir uns in der Presale-Phase. Ihr könnt auch die Smartwatch nur mit einem Referral-Code kaufen. Das bedeutet, ihr müsst euch ohne Referral-Code geht das nicht. Man will halt eben vermeiden, dass es überall
mehr oder minder verkauft wird, sondern es ist halt wirklich mehr oder minder durch Mundpropaganda. Referral Code blende ich euch hier oben nochmal ein, beziehungsweise packe ich euch in die Videobeschreibung rein. Genau, Presale. Das heißt, aktuell befinden wir uns im Presale. Hier haben wir im Q3 bzw. Q4 2024 Engagement. Das heißt, hier kommen dann die Airdrop Announcement. Das heißt, welche Airdrops es geben wird. Ja, und hier im Q1 2025 wird das Ganze delivered. Das heißt, ähnlich wie beim Sagaphone 2 wird das Ganze nächstes Jahr erst zur Verfügung gestellt. Ja, wir haben auch noch ein Pitch-Deck dazu da. Das kann ich euch leider so konkret nicht alles zeigen, was es angeht. Hier gibt es noch Informationen, die wir noch nicht spoilern möchten. Das heißt, es werden wirklich coole Geschichten kommen, was die Watchtime-Uhr letztendlich anschaut, beziehungsweise Showtime, Watch, so rum. Immer so ein leichter Zungenbrecher. Ja, von daher, es wird wirklich extrem spannend, was das Projekt angeht. Und jeder, der halt eben einsteigen will, kann es tun. Aber bitte, do your own research, informiert euch bitte selbst über mögliche Risiken. Ich sag's immer wieder. Ja, Support. Es gibt eine Twitter-Page, wo ihr dementsprechend auch Support bekommt. Das heißt, seht ihr hier, haben schon knapp 5000 Follower. Wenn wir nochmal den Linktree-Link aufmachen, ihr seht hier, es gibt auch eine Telegram-Community, es gibt eine Discord-Community, es gibt einen YouTube-Kanal. Ihr seid also quasi rundum versorgt, sozusagen, was den Support angeht, falls ihr irgendwelche Fragen letztendlich zu eurer Uhr habt. Ja, jetzt kommen wir natürlich zu dem Thema, was halt eben für die meisten, beziehungsweise wahrscheinlich eher abschreckend sein wird, weil was das Ganze kostet. Und zwar zahlt ihr für die Showtime-Uhr 3 Solana. Das sind nach aktuellen Umrechnungskurs, ich gucke mal hier rein, 3 Solana, da sind wir aktuell bei einem Kurs von 422,10 €. Das ist nicht gerade günstig für eine Smartwatch, da bin ich vollkommen bei euch. Aber ich bin der Meinung, dass durch die Airdrops, die halt eben hier kommen werden, sich die Smartwatch in Anführungsstrichen von selbst bezahlt. Ja, und aktuell geht's. Wenn jetzt natürlich noch der Kurs steigt, ihr seht ja hier, was alles möglich ist im Solana-Bereich, beziehungsweise hier, je höher der Kurs steigt, desto teurer wird die Smartwatch natürlich für euch auch. Das heißt, 3 Solana, das Stand heute sind 422 €, kann natürlich morgen schon teurer und oder auch günstiger sein, je nachdem, wie sich der Kurs verhält. Ja, ihr geht ganz einfach hier oben vorbestellen, steht Pre-Order, ich hatte es mal auf Deutsch eingestellt. Gebt eure E-Mail-Adresse ein, den Referral-Code, den wir euch in die Videobeschreibung reingepackt haben. Dann bestellt ihr das Ganze. 3 Solana kostet der Spaß, hatte ich ja schon erwähnt. Und dann wird halt eben, wenn es soweit ist, nochmal eine Abfrage der Adresse stattfinden. Hier in den FAQs sind auch nochmal ein paar Fragen drin. Wir gucken einfach mal nochmal ganz runter in die FAQs. Welche exklusiven Vorteile erwarten Early Adopter? Also ihr seid Early Adopter. Es wird mehrere Batches geben, wo das Ganze verkauft wird. Early Adopter genießen vorrangigen Zugriff, exklusive Airdrops, Whitelist-Spots und es wird halt eben das Ökosystem erweitert. Was ich natürlich auch dazu sagen muss, ich muss mal gucken, ich blende das nochmal auf, genau. Ihr seht zum Beispiel Features wie ein Fear and Greed Index, habt ihr bestimmt schon mal irgendwo gesehen, wie sich quasi der Markt verhält, ist es alles fair. Und ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, mit eurer Smartwatch bzw. Showtime Watch zu traden. Das ist ganz wichtig. Und ihr könnt auch swappen, könnt ihr alles auf der Smartwatch machen. Ich weiß, mit dem Handy ist es natürlich auch möglich. Aber ich finde das halt eben auch cool, wenn es wirklich mal schnell gehen muss und man irgendwas mal schnell swappen will, um einen Profit mitzunehmen oder einen Gain mitzunehmen, ist es natürlich eine extrem coole Geschichte. Ja, jetzt habe ich extrem viel darüber erzählt, beziehungsweise das, was ich cool finde bei der ganzen Geschichte, wie ich es ja schon gesagt habe, die Website ist show.watch, packe ich euch natürlich noch eine Videobeschreibung unten rein. Support kriegt ihr dazu entweder auf Twitter oder halt eben auf anderen Kanälen, wie zum Beispiel Telegram, ich weiß, viele von euch sind da unterwegs, oder Discord oder YouTube, whatever. Da könnt ihr euch Unterstützung holen. Hier vorbestellen klicken. 3 Solana, kostet das Spaß. Verschickt wird das Ganze erst nächstes Jahr, hatte ich ja gesagt. Aber ich bin der Meinung, dass sich das lohnt. Ich habe mal just for fun geguckt, wie sich das mit dem Solana Sagaphone entwickelt hat. Und wenn man mal sieht, das ist das Sagaphone 1. Ne? Also aktuell ist ja Sagaphone 2 in der Pre-Order. Wenn man sich mal
anschaut, mit welchen Preisen das Sagaphone, also wie gesagt, immer noch das erste gehandelt wird. Ich habe mal eBay aufgemacht dazu, wenn man mal hier sieht, ungeöffnet 2500, ungeöffnet 3600, 3500. Hier will sogar noch einer 5000 Euro haben. Und das ist die alte Generation, ich sag's mal so. Und 30 Millionen Bonk ist ja jetzt auch nicht viel. Ja, seht ihr mal, mit was das gehandelt wird. Und ich gehe mal von aus, dass es mit der Showtime Watch, also quasi mit diesem Teil ähnlich sein wird. Ja, das heißt, ich bin auch der Meinung, oder ich habe es ja schon mehrfach erwähnt, dass sich die Showtime Watch von selbst bezahlen wird. Alleine schon durch die Kooperation mit Bonk. Also Bonk Airdrops wird es definitiv geben, das kann ich euch schon versprechen. Alles andere macht einfach mit. Beziehungsweise wer Lust hat, macht mit. Aber ich sag's nochmal, bitte do your own research. Informiert euch bitte selbst über mögliche Risiken. Das ist halt eben ganz, ganz wichtig. Das war's von mir. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch was. Bis die Tage. Bis später. Ciao.